5-Minuten-Tipps mit Stampin' Up! Heute das Fransenband. Wie kann ich daraus Quasten selber machen? Quasten, sind solche Püschelchen hier, ja, solche Trottel. Ja. Bei mir ist das ein Zufallseffekt gewesen. Ich habe das Band gehabt und dachte, okay, ziehe ich mal hier. Klar, geht. Habe dann eine ganze Weile gezogen und habe das für diese Karte, ich habe ja letztens schon erzählt, mit Strukturpaste experimentiert. Habe das hier rumgewickelt und eine andere Schleife dran und fand das ganz witzig und war glücklich. Und dann blieben hier aber diese Fransen übrig. Und dann war es natürlich nur ein kurzes bis zu dem Moment, ach klar, das wären doch solche Quasten. Okay, ich ziehe jetzt hier einfach mal noch ein bisschen und noch ein bisschen und noch ein bisschen und denke, das reicht und nehme so viel. Schneide mir hier von dem, was ich ja gerade nicht brauche, ein Stück ab. Nehme diese Quaste. Habe ich schon gesagt, wo du das Fransenband findest? Das findest du im Jahreskatalog. Moment. Auf der Seite 146 heißt Geschenkband mit Fransenrand. Ich nenne das natürlich Fransenband, sonst merke ich mir das ja nicht. Okay, nehme ich also, lege jetzt hier diese Fränzchen auf die Mitte und binde das einmal komplett ab. Dazu wickel ich zweimal mein Band drum. So. Und jetzt kommt die Abbindung hier. Du siehst, ich bin gerade hier voll beim Experimentieren, deswegen sind die Hände so bunt. Binde das schön ab, das hält ziemlich gut. Also ich meine, ich werde es bestimmt reißen können, aber ich muss es ja nicht reißen. Das ist das Element, mit dem ich dann am Ende das Ganze positionieren kann und später festkleben kann. Dieses Bändchen hier oben. So, und jetzt lege ich das halb, schneide das da unten bündig ab. Ruhig noch ein Stück stehen lassen, sonst zerschnippel ich mir das Fädchen. Habe alles auf eine Länge. Und jetzt mache ich hier oben so ein kleines Männchen. Wenn mir das nicht kräftig genug wäre, würde ich das Ganze natürlich doppelt nehmen. So ein kleines Köpfchen bekommt die Franse. Und dann nehme ich das nächste Stück vom Fransenband, nicht mitten raus, sondern wieder am Ende. Hier, genau. Habe also hier das Köpfchen in der Hand, so einen halben Zentimeter vielleicht. Und wickel hier einfach meine Quaste, also den Kopf von der Quaste. Und da, je nachdem, wie du das gern hättest, 5 bis 8 Mal drum, lege das Ganze flach hin und mache wieder einen Knoten. Schön fest drum wickeln, aber jetzt kann ich das wieder ziehen und positionieren und das Ganze hält. Und du hast dir es schon gedacht, dort ist es. Jetzt kannst du überlegen, 3 Knoten hält eigentlich super. Abschneiden weiß ich nicht, wäre ich immer nicht so der Freund. Ich schneide es also nicht da oben kurz ab, sondern hier unten lang und denke, die etwas dickeren Enden sieht kein Mensch. So, wenn die Quaste mir jetzt von der Sache her nicht gleichmäßig genug wäre, würde ich sie unten nochmal abschneiden. Aber du siehst, ich habe hier eine wunderschöne Quaste. Du könntest hier oben auch mit einer Perle arbeiten. Und du könntest das Ganze auch einfärben. Wollen wir das mal machen? Gucken mal kurz, wenn wir einmal dabei sind. 5 Minuten sind ja doch immer mehr, als man so denkt. Ich nehme mal das Nachtblau und meine Quaste und einen Schmierzettel. Lege die Quaste da drauf und wir probieren das mal. Du siehst wunderbar, wir kriegen unsere Quasten aus diesem Fransenband auch noch mehrfarbig hin. Und wenn wir uns ganz besonders anstrengen, kriegen wir sogar Farbverläufe hin. Also von hell zu dunkel. Das ist das Leben nicht schön. Also jetzt können wir Quasten, wenn man sie mag, ist immer noch die Frage, ob man sie mag, in jeder Farbe anfertigen. Wunderbar. Jetzt haben wir hier noch so ein schönes blaues Teil, kürzer oder länger. Das ist jetzt ganz nach deinem Geschmack. Hier habe ich das oben um das Schild reingefädelt, umgebunden, hinten festgeklebt und fertig war das. Ja, das war die Sache mit den Fransen. Den Rest, wie gesagt, kann man weiter auf anderen Karten verarbeiten. 5-Minuten-Tipp, das heißt, das war's schon wieder. Hier geht es weiter mit noch mehr Tipps und Ideen. Also bleib gern dran. Wir sehen uns gleich im nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.